Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Life is Strange, EP05, Polarized. Und es geht jetzt weiter, meine lieben Freunde. Wer den ersten Part von Episode 5 nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Und wir werden uns jetzt auf dieses Foto konzentrieren, denn da scheinen wir ein wenig wacher zu sein. Deswegen focus on the photo. This might work. Please work. Er scheint also noch mehr Fotos von uns gemacht zu haben. Wir müssen das natürlich erst wieder scharf stellen. Ist ja klar. So. Okay. Schaue ich gerade. So scheint es richtig zu sein. Jetzt bin ich gespannt. I'm getting some spectacular images here, Max. Yes, Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. You're the winner, Max. I choose you. Your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here. Replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Oh, Max. I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. My subjects. Yes. You're a psychopath. And this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. You killed Chloe. Go to hell. Ja, wir sprechen ihn mal darauf an. Weil Go to Hell würde nichts bringen. Wir wollen ja Antworten haben. Und ich glaube, darüber möchte ich Gewissheit haben. You killed Chloe. You murdered my best friend. She had a loaded weapon. This was clearly self-defense, but that's what happens when you play with guns. Or try to fuck with me. It's better when they don't know. Like pure, sweet Kate. Bla bla bla. Kate survived. Genau, ich will jetzt nicht auf stur schalten. Ich möchte stark gegen ihm gegenüber sein, denn nur so können wir ihn noch, denke ich mal, im Endeffekt besiegen. Kate believed, and she survived. You failed to break her. She's stronger than ever, and she'll outlive you. She'll certainly outlive you. Who knows? Maybe I'll pay Kate a visit soon and test her faith again. You will not get away with this. I want you to know that. Too bad you already made a convincing argument against Nathan in the principal's office. Thank you so much for setting him up for me. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. You used Nathan. He's as sick as you. Er hat ihn wirklich nur benutzt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Nathan hat sich sehr oft sehr komisch verhalten. Auch sehr verzweifelt, so nach dem Motto, ich kann das alles, er meint ja so oft, ich kann diese ganze Scheiße nicht mehr hören und ihr geht mir alle so auf die Nerven und ich glaube, er stand unter einem immensen Druck. Ich glaube, so wirklich wollte der das alles nicht. Und auf jeden Fall, hier finde ich, sieht man jetzt noch mal eine schöne Sache von der Episode 2 am Ende, wo wir ja die Wahl hatten, ob wir einmal den Hausmeister, den Sicherheitsmann, David oder halt Mr. Jefferson oder aber Nathan sozusagen, sag ich mal, suspendieren lassen. Bei Mr. Jefferson hätte das aber auch nur geklappt, wenn wir also da hätte das funktioniert, glaube ich, aber hier stellt sich das ja jetzt auch heraus von wegen, ja, danke dafür, dass du Nathan suspendiert hast und das ist eine Sache, ich denke mal, wenn wir die anders gemacht hätte, dann würde das Gespräch jetzt hier auch anders laufen. Aber ganz interessant zu wissen auf jeden Fall, vor allem, wenn man es nochmal neu spielt und ich würde sagen, er hat Nathan auf jeden Fall benutzt. You used Nathan. I prefer the term manipulated. Like with an image. Nathan's was easy to twist around.
I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Bei Rachel. Chloe and Rachel. Ich würde gerne wirklich wissen, warum es ausgerechnet Rachel sein muss. Why Rachel? I don't have time to tell you everything. But she was special. A human chameleon, so many visual possibilities. We had a real connection. She let you take pictures? Did you know Frank? Okay. Ich würde wirklich gerne wissen, ob sie das freiwillig gemacht hat. Did she let you take pictures of her? Rachel was in love with me. That's not my ego. Just look at our sessions. Not that I'll let you. Nobody loved having their picture taken more. Anyway, Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You're good because you stopped your friend from beating Nathan up. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here. By your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay, es ist auf jeden Fall krass. Now, let's see how these shots came out. I can see why. Ich muss sie mal ganz kurz unterbrechen und sagen, wenn das wirklich stimmt, dass Nathan jetzt auch noch tot ist, echt krass. Wahnsinn. Heftig, also auf jeden Fall. Your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. Alone with a heart, a battered old heart. Okay. Er wertet jetzt die Fotos sozusagen aus. Sorry. This is not art. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Okay, wir könnten also was zurückspulen. Stimmt, wir haben alle Fotos in unserem Tagebuch. Wir können zu jeder Situation zurück sozusagen. Jetzt schaue ich mal. I have all those photos in my diary. This Okay. could be a way out. Das heißt, wir müssten zurückspulen. Aber was würde uns das bringen? Let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. Nein, 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 nein. Wir können etwas mit Mr. Jefferson machen, bevor er sozusagen weggeht. Okay. Wait! Please, Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures. Especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. Show me die Fotos. Let me go. What are you going to do? My diary. Okay, sprechen wir ihn auf das Tagebuch an. Obwohl, nee, ich möchte erstmal wissen, was er machen wird. What? What are you going to do to me? I'm going to make you live forever in my photographs. That's all that will be left of Maxine Caulfield.
They won't even find your bag. Okay, ach so, alles klar. Wir müssen also direkt die Diary-Option nehmen. Alles andere führt sozusagen zu nichts. Okay. Ah, nee, das war jetzt dumm. Das wollte ich nicht. Wir sprechen also direkt auf unser Tagebuch an. So, okay. Wait! Alles klar. My diary. You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. You can do so much better. Okay, ich verstehe allmählich, was wir in Episode 5 machen werden. Ich muss sagen... Okay, gut, das können wir überspringen. Ich muss mal ganz kurz was sagen. Meine Vermutung war, dass wir eigentlich irgendwann die Chance haben, zu dem Foto zurückzuspringen, was der Warren von uns gemacht hat, bevor wir mit Chloe auf die Feier gegangen sind. Wer sich dann Episode 4 noch dran erinnert. Und da hat Chloe ja noch gelebt. Da dachte ich, da springen wir vielleicht hin zurück irgendwann. Aber ich beginne allmählich zu verstehen, was wir in Episode 5 eventuell machen werden. Weil wir jetzt, glaube ich, zu einem der Anfangsfotos wirklich zurückspringen. Und da bin ich da wirklich sehr gespannt. Also ich habe so Vermutungen, wie es ablaufen wird. Aber die werde ich natürlich jetzt noch nicht nennen. Und deswegen, ihr könnt ja eure eigenen Vermutungen anstellen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So. Oh my god. I could go all the way back to the moment this all started. Da bin ich echt gespannt. Max, this could be your chance to fix everything. For good. Ich bin echt gespannt. Max, I wish you could see yourself now. Wahnsinn. Das ist das alle. Nur wir müssen natürlich das Vertrauen von allen Leuten bekommen, weil wer wird uns glauben? Da weiß ja selbst Chloe noch nicht mal, dass wir diese Fähigkeiten haben. Ich bin da wirklich gespannt. Funktioniert das so? Nee, noch nicht ganz. So funktioniert's. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb I'm word for back. a wonderful photographic Right back where I started this insane week. And nobody is going to hurt Chloe ever again. Portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Who cares? Not capturing. A real visionary. Daguerrean process. Okay, who cares? Not capturing. Okay. Ich sag mal das hier. I'm not into capturing your interest. That's kind of sick, isn't it? I guess somebody hasn't had their coffee. Do you want to try again? Okay, the Daguerrean process. Blah, blah, blah. Es ist natürlich merkwürdig. Kate ist noch in ihrer... Let's move on. Anyway, so the Daguerrean process made portraiture quite popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you finish reading the assigned chapters. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Time Heroes to change time. Winter to San Francisco, where you'll be feted by the First, let's make it real easy to capture Mark Jefferson. Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. Alles klar. Gut, es ist natürlich auch noch I so, have dass... to warn David about Jefferson and the dark room. Es ist natürlich auch noch so, dass Kate zum Beispiel auch noch
ganz am Anfang ihrer schlechten Phase steht. Ich glaube, die Sachen müssen wir uns jetzt alle nicht I anschauen. hope I still love photography when this is done. Obwohl doch, Don't okay. confuse the art with the artist. Bastard. Did you know someday your pictures would actually alter time and space? Gut, Cellphone. All I need is David's number, and Jefferson is one text closer to life without parole. Okay, das Journal. This diary literally saved my life. Okay. I've got a ton of Blackwell brochures, so I hope David's number is in there. Alles klar. Okay, dann schauen wir da mal rein. I should be able to track down David's number from the school pamphlet. Okay. Has been an academic oasis for art and science, with diverse students from around the world seeking to change the world and their communities. Check inside for more info. About admission, campus living contacts. Okay. Alles klar. Mark Jefferson. After blazing a trail in the world of 1990s style and fashion photography, Mark Jefferson always knew he wanted to share his vision and inspire others. In the late 2000s, he took a well-publicized detour into teaching around the country, inevitably ending up in a permanent position at Blackwell Academy. Mr. Jefferson's classes on art and photography are some of the most popular in the school's rich history, and his students will certainly go on to inspire others with their own vision. Okay. Found you. Okay. Alles klar. David Madsen, 555-630-8243. Okay. Alles klar. Damit haben wir die Nummer. So. Von David. Wir können aber auch zurückspulen. Alles klar. For once, David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. Okay, was haben wir geschrieben? You after Mark Jefferson is guilty is darkroom. Okay. Wieso Message You deleted? wanted me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. Ach, haben sie es doch gelöscht. Okay. The past within the past. Am I pushing myself too hard? Ich glaube schon ein wenig. It doesn't matter what happens to me. I have to save Chloe. Können wir Kate auch wieder ansprechen? Hi, Kate. Oh. Hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Ich mag Kate immer noch. Thanks. You always know the right thing to do. Okay, wir müssen gucken, dass wir Stück für Stück die Leute davon abhalten. Ich denke mal, Kate haben wir auf jeden Fall schon mal ein Stück weitergebracht. This is the last time somebody bullies you, Kate. Okay, alles klar. So, wir sind jetzt aber auch bei 18 Minuten angekommen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt weitermachen, und ich glaube, vieles können wir auch... Ah doch, das Foto noch. If only I could tell the whole class about Jefferson and watch him squirm. But I better let David take care of everything. Ich bin gespannt, wie es werden wird. Ich glaube, manche Dinge können wir gar nicht mal anschauen, wie die Computer und sowas. Wir werden uns jetzt hier die Sachen noch anschauen, die es in der Klasse gibt, und dann beende ich den Part. Victoria, it's nice to know how you really feel. Okay, my phone is dead and I'm borrowed. Time to bust out my posy. Why did I give up the word for the image? Because I suck, but Mark Jefferson rules. Everybody in here loves him, but he only seems to care about Max Caulfield. I want to hate her, but she wouldn't care. Envy is a sin, Vic. Get over yourself. Okay. Was haben wir denn hier? Das Tablet. I'm happy to fix it, so you'll be here to get your fancy camera, Victoria. Oh ja. Auf jeden Fall cool, dass wir das uns jetzt nochmal anschauen können. Aber was haben wir hier? Oh ja, ich weiß, was da steht. Oh, Rachel. I'm sorry. Ich frage mich wirklich, ob sie zu der Zeit schon tot war. Aber wahrscheinlich ja.
An everyday hero is going to bust your ass, Jefferson. Das stimmt wohl. Okay. Jetzt haben wir hier die Fotos. There's still some beauty left in Arcadia Bay. Klar, Natur verändert sich nicht. Egal was passiert, sie wird immer einen Weg zurückfinden. I still feel like the lighthouse is calling out to me. Okay, alles klar, gut. Was haben wir denn hier noch? Die Kamera. Oh ja, die kennen wir. I'd like to bust this up right now. Okay, alles klar, wir können also mit... Okay, look. Victoria, I'm sorry you have to stand next to that psycho. Gut. So, meine lieben Freunde, bevor wir jetzt aber hier Mark Jefferson unser Foto geben, beende ich erstmal den Part. Wenn er euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben natürlich wahnsinnig freuen. Verbreitet das Let's Play auf jeden Fall auch ein wenig. Würde mich natürlich ebenfalls freuen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Part von EP05, Polarized. Ich kann es immer noch nicht aussprechen, aber Polarized, genau, meine Güte, Entschuldigung. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute.